Hey zusammen, ich habe bei Amazon eine günstige Smartwatch gekauft und zufällig gesehen, dass diese auch einen Hula-Hoop-Tracker hat. Ich war sehr überrascht und wollte es deswegen gleich ausprobieren. Die Smartwatch verfügt über einen eingebauten optischen Sensor, der unsere Herzfrequenz und SpO2 in Echtzeit rund um die Uhr überwachen kann. Darüber hinaus bietet die Uhr eine Schlafüberwachung, die deine Schlafzeit aufzeichnet und deinen Schlafstatus erkennt. Es gibt 110 Sportfunktionen, die vermutlich keiner braucht. Vom Tauchen bis zum Hockey ist alles dabei. Also man kann die übrigens auch löschen. Man muss keine 110 auf der Smartwatch haben. Man kann sich für die Übersicht eine kleinere Auswahl zusammenstellen. Außerdem ist die wasserdicht und vor allem kann man sogar auch Bluetooth-Anrufe und Benachrichtigungen entgegennehmen. Zum Beispiel von WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Das einzige Manko, auch wenn man die Spracheinstellung Deutsch wählt, ist leider nicht alles auf Deutsch. Das finde ich doch etwas blöd. Die Daten werden an eine App übertragen, die kostenlos ist. Ich habe die Uhr nicht gekauft, um Hula Hoop zu tracken, sondern eher um mein Fitnesslevel mal zu prüfen, also meine Herzfrequenz, aber auch mein Schlafrhythmus. Der ist etwas durcheinander. Ich war mir nicht sicher, ob ich Hula Hoop wirklich tracken soll, denn es ist wichtig zu beachten, dass Smartwatches in der Regel nur eine ungefähre Schätzung des Kalorienverbrauchs liefern. Wenn die Uhr nicht richtig sitzt, kann die Herzfrequenz nicht gemessen werden. Man sagt in der Regel, dass die Smartwatches eine Abweichung von mindestens 10% haben. Eine Studie hat aber mal ermittelt, dass der Kalorienverbrauch teilweise um 27% daneben lag und im schlechtesten Fall sogar um 97%. Von daher sollte man eine Fitnessuhr niemals mit einer professionellen Ausrüstung vergleichen. Ich bin jetzt bei 5 Minuten angekommen, habe 21 Kalorien verbrannt und mein Puls ist meine Herzfrequenz ist bei 113, 114. Die Pulsfrequenz ist ein entscheidender Faktor, wenn man effektiv trainieren oder Fett verbrennen will. Von daher sollte man auch darauf achten. Smartwatches berechnen den Kalorienverbrauch während des Trainings, indem sie die Bewegung verfolgen. Diese Bewegungen werden dann mit verschiedenen Algorithmen verarbeitet, um die Anzahl der verbrannten Kalorien zu schätzen. Die Genauigkeit dieser Berechnungen hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab. Die Smartwatch braucht also erstmal einen Algorithmus, um dir genauere Daten zu liefern. Da ich die Uhr zum ersten Mal im Video benutze, wird der ermittelte Kalorienverbrauch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht korrekt sein. Ich bin jetzt bei 20 Minuten Trainingszeit und die Smartwatch sagt mir, ich hätte nur 64 Kalorien verbrannt. Wenn du herausfinden willst, wie genau deine Smartwatch ist, empfehle ich dir, immer wieder Vergleiche zu ziehen. Wenn du regelmäßig Sport treibst, inwieweit passen die Ergebnisse zu deiner Gewichtsveränderung? Oder hast du zu viel abgenommen oder zugenommen? Oder messe deinen Körperumfang regelmäßig. Verlasse dich nicht nur auf die Smartwatch. Nach 30 Minuten liegt mein Kalorienverbrauch bei 97. Also wie gesagt, ich glaube, dass der Wert nicht ganz korrekt ist. Die Smartwatch hat eine Übung, mit der du ein- und ausatmen kannst. Das finde ich sehr lustig. Und ja, vielleicht zur Entspannung oder so. Die Uhr gibt es aktuell bei Amazon im Angebot. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, was die Uhr alles so kann, ist der Preis in Ordnung. Das Produkt findet ihr in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert für mehr Tipps und Tricks. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.